Und jetzt mache ich kleine süße Schwäne mit Eierlikör ein wenig betrunken. Ich zeige Ihnen jetzt ein Gebäck, das lässt sich ganz einfach herstellen. Nicht nur für den Kindergeburtstag, sondern natürlich auch für einen richtigen Mädelsabend. Denn da kann man Alkohol reinmachen. Natürlich nur in Maßen so, dass es schmeckt. Aber wir machen das mit meinem Lieblingsalkohol. Ich werde kleine Schwäne zaubern, die in der Mitte eine Füllung mit Eierlikör haben. Meine kleinen Schwäne werden mit Brandteig gemacht. Brandteig ist der Teig, den man auch kennt von den Eclairs oder von den Windbeuteln. Ein Teig, der im Topf gemacht wird. Und dafür brauchen wir Milch, ein bisschen Wasser, ein bisschen Salz, Muskat und Butter. Das kommt in einen Topf, wird erwärmt, dann kommt Mehl dazu und dann muss man einfach nur rühren. Die Milch beginnt jetzt zu kochen. In dem Moment kommt dann mein Mehl dazu. Dann stellt man den Herd am besten auf eine kleinere Flamme und muss jetzt so lange rühren, bis ein Kloß entsteht. Wird dann so ein bisschen gummiartig, aber dann ist es genau richtig. Den Teig ruhig ein bisschen auskühlen lassen. Wenn der jetzt so heiß ist und man gibt die Eier drauf, das ist dann so ein bisschen wie ein Spiegelei oder wie ein gekochtes Ei. Die ziehen sehr schnell an. Und dann kann es vielleicht auch Klumpen geben, was nicht so schön ist. Deshalb wirklich ein bisschen warten, bis er handwarm ist und dann die Eier dazugeben. Noch ein Tipp, wenn Sie die Eier nicht direkt in den Teig, sondern vorher in eine Schüssel schlagen, können Sie verirrte Eierschalen noch rausfischen, bevor sie im Teig landen. Also ich finde das sehr hilfreich, ist ja auch unschön, wenn man später auf ein Stück Schale beißt. Für meine Schwäne brauche ich natürlich Körper und Hals und die werden jetzt aufs Backblech gespritzt. Wer keinen Spritzbeutel parat hat, kann auch einfach einen Gefrierbeutel nehmen und die Spitze abschneiden. Funktioniert auch super. Die Hälse für den Schwan, die mache ich einfach so wie ein Fragezeichen, ein bisschen dicker. Für die Körper mache ich einfach ein großes Oval, also auf einer Seite anfangen, dann geht man hier rum und in der Mitte immer so ein Tupfen zurück. Jetzt müssen Sie ganz schnell in den Ofen bei 200 Grad ungefähr für 18 Minuten backen. Immer ein bisschen beobachten, sie sollten nicht zu dunkel werden. Meine beschwipsten Schwäne, so easy ist der Brandteig gemacht. Alle Zutaten im Topf aufkochen, dann das Mehl dazugeben und schön rühren, bis ein Teigkloß entstanden ist. Sobald er handwarm ist, die Eier unterrühren und den Teig aufs Backblech spritzen. Während die Schwäne im Ofen backen, können wir uns schon mal an die Sahne machen. Und die mache ich mit Vanillezucker, Sahnesteif und Eierlikör. Wenn Sie jetzt natürlich keinen Eierlikör mögen, dann können Sie ihn weglassen. Oder vielleicht finden Sie auch noch ein anderes leckeres Rezept. Auf six.de finden Sie alle meine Rezepte. Und da gibt es jede Menge, die auch ohne Alkohol sind. Eierlikör muss immer getestet werden. Der ist ja nicht so lange haltbar. Deshalb immer ab damit, wenn die Flasche offen ist, in den Kühlschrank. Der ist noch gut. Bis die Schwäne gefüllt werden, ab damit in den Kühlschrank. Und meine Schwäne, die sehen schon richtig gut aus und können aus dem Ofen. Der Teig ist richtig schön hochgekommen. Jetzt müssen die Schwäne aufgeschnitten werden. Ich muss mich jetzt auch ein bisschen ranhalten, denn die Anne kommt gleich. Und vor der Anne würde ich die gerne im Kühlschrank verstecken, weil sonst sieht sie die und dann sind die Dinger weg. Die Windbeutel schneide ich jetzt einfach quer durch und halbiere die obere Hälfte einmal. Das sind nachher die Flügel, die links und rechts noch draufkommen. Und damit die halten, kommt jetzt die Eierlikörsahne ins Spiel, beziehungsweise in den Spritzbeutel. Ganz einfach mit etwas Schwung, ordentlich viel Sahne auf die unteren Hälften spritzen, die Schwänenhälse und die Flügel in die Sahne drücken und schon sind sie fertig. So, damit die Schwäne auch richtig elegant aussehen, bekommen sie noch ein bisschen Puderzucker. Und fertig sind sie, meine harmlos beschwipsten Schwäne. Die Eierlikörsahne, super schnell gemacht. Sahne mit Vanillezucker steif schlagen und den Eierlikör unterrühren.
Die Windbeutel halbieren und Sahne aufspritzen, Hälse draufsetzen, Flügel anlegen und fertig sind die Schwäne. Zum Schluss noch die Schwäne mit Puderzucker bestäuben. Und es tut mir ehrlich leid, aber du musst probiert werden. Köstlich. Das ist die leckerste Sahne, die ich kenne. Meine beschwipsten Schwäne, wunderhübsch und himmlisch köstlich.